Das Skatspiel im Lichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung, so lautet ein Buchtitel aus dem Jahre, Achtung, festhalten, 1887. Bereits damals hat sich ein gewisser Professor Schubert ausführlich mit der Verteilungswahrscheinlichkeit von Skatblättern beschäftigt. Er hat einige Tabellen und Berechnungswege notiert und ganz interessante Schlussfolgerungen gezogen. Die gute Nachricht: Man muss das Buch nicht gelesen haben, um ein guter Skatspieler zu sein, um mit Spaß und Freude, gesundem Menschenverstand und Bauchgefühl das Spiel zu beherrschen. Ich selbst bin da auch relativ spät zugekommen, mich so intensiv mit diesen Verteilungen zu beschäftigen. Aber, das muss man auch sagen, es kann natürlich nicht schaden, diese Grundlagen zu kennen, und es kann vor allen Dingen auch richtig Spaß machen, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Genau deshalb, als wunderbarer Einstieg in die Materie, habe ich euch letztes Mal den Denkanstoß mit auf den Weg gegeben, euch mal mit einer Verteilung zu beschäftigen, von der man typischerweise vielleicht gar nicht annehmen würde, dass es da überhaupt was drüber nachzudenken gibt. Die Fragestellung nämlich, wie hoch ist denn überhaupt die Chance, dass zwei fehlende Karten 1:1 auf die Hände der Mitspieler verteilt sind? Das begünstigt euch als Alleinspieler natürlich, im Gegensatz zu einer 2:0 Verteilung, die üblicherweise für euch ungünstig ist. In meinem Beispiel letzte Woche ging es um diesen 0, das ist natürlich eher exotisch. Die ganz klassische und häufigere Fragestellung dürfte die bei einem sogenannten Wenzelstürzer oder Springergrang sein, eine Karte also wie zum Beispiel die hier vor mir liegt, die ihr vielleicht nicht für das Farbspiel bekommen habt, in Mittel- oder in Hinterhand. Ihr habt euch entschieden, das Ding als Grang zu reizen und werdet es natürlich nur gewinnen, wenn die Buben verteilt kommen. Normalerweise macht man sich da gar nicht so viele Gedanken drüber, die landläufige Meinung ist 50-50, ne? Ist ja klar, Buben kommen oder Buben kommen nicht. Soweit ist es noch richtig. Es ist allerdings ein Trugschluss, dass die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist. Und hier jetzt nochmal die letzte Chance für euch. Warum ist die Chance nicht 50-50 und wie hoch ist sie denn? Bereit? Die Chance, dieses Blatt als Grang in Mittel- oder Hinterhand mit verteilten Buben zu gewinnen, liegt bei ca. 52,6%. Die ganz genaue Zahl bekommt ihr raus, wenn ihr in den Taschenrechner 10 geteilt durch 19 eingebt, 10 Neunzehntel also. Und warum das so ist, das lässt sich auch relativ einfach erklären. Wir haben 20 Karten mit den beiden Buben, die wir auf zwei Hände verteilen, und wenn wir dem Spieler A einfach mal den ersten Buben zurechnen, denn ein Spieler wird ja nun mal den ersten Buben bekommen, dann fehlen ihm jetzt noch 9 der 19 Karten, während Spieler B, der noch gar keinen Buben hat, noch 10 von 19 Karten bekommt. Es ist also etwas wahrscheinlicher, dass Spieler B seinen ersten Buben bekommt, als dass Spieler A den zweiten Buben bekommt, und insofern die für euch günstige 1:1 Verteilung ist mit 52,6% durchaus signifikant größer als die ungünstige 2:0 Verteilung. Es ist allerdings durchaus so, da ja verlorene Spiele doppelt zählen, ist es noch nicht unbedingt eine Plusrechnung und sollte euch noch nicht animieren, nun jeden Wenzelstürzer-Grang zu reizen, wenn das denn eure einzige Chance ist. Gehen wir abschließend einmal den nächsten Schritt und stellen uns die gleiche Frage für 3 fehlende Karten. Zum Beispiel die 3 hier liegenden hübschen Damen. Wie hoch ist denn die Chance, dass diese sich ganz ungleichmäßig 3:0 verteilen, gegenüber der Wahrscheinlichkeit, dass diese ganz freundlich 2:1 sitzen? Und klar, 3 Damen ist nicht der typische Anwendungsfall für diese Fragestellung, aber beim Skat gibt es wie Sand am Meer Möglichkeiten. Ich verlinke hier gerade nochmal das Video Nummer 13. Wer wagt, gewinnt. Da geht es genau auch um so eine Verteilung von 3 Karten. Zurück zur Fragestellung. Sie lässt sich mit den gleichen Mitteln beantworten, wie das für 2 Karten gilt. Die erste Dame rechnen wir einfach mal dem Spieler A zu, und die Chance, dass er jetzt auch noch die zweite Dame in die Hand bekommt, die beträgt erneut 9 Neunzehntel. Die Chance, dass er jetzt auch noch die dritte Dame ebenso in die Hand bekommt, beträgt dann allerdings nur noch 8 Achtzehntel, denn es sind nur noch 18 Karten nach und er bekommt davon nur noch 8. Also 9 Neunzehntel mal 8 Achtzehntel. Wenn ihr das in den Taschenrechner eingebt, bekommt ihr ungefähr sowas wie 21%, und das ist dann die Chance, dass alle 3 Karten in einer Hand sitzen und es für euch also unschön aussieht.
Dann hoffe ich, dass ich euch ein bisschen für die Mathematik hinter dem Spiel begeistern konnte, dass ihr reichhaltige Anwendungsfälle dafür findet, da bin ich mir sicher. Ich bedanke mich auch bei Herrn Dr. Schubert für das großartige Buch und sage Tschüss, bis bald.